Nächstes Spitzenspiel, wieder Zweiter gegen Erster, wieder ein Verein aus dem Osten, diesmal nicht Aue, sondern Dresden. Ich bin gespannt, ob das genauso läuft wie gegen Erzgebirge Aue, da wurde es ja am Ende auch ganz klar und deutlich. Dresden zählt ja auch für mich, auch in echt, glaube ich, mit zu den Mannschaften, die man ganz oben sieht, also die dann eventuell wieder aufsteigen in die zweite Liga. Schauen wir mal, was unsere mexikanische Spitzentruppe hier gegen Dresden macht. Die auf jeden Fall auch, glaube ich, mit einem 4-3-3, glaube ich, spielen. Und wieder im Regen. Sind wir mal gespannt. Hier Gustafsson, Huerta. Vielleicht mal die erste Flanke rein. Artiaga und da ist Broll zum ersten Mal. Auch hier stehen wieder die Pfützen hinter dem Tor. Und ich glaube sogar, es ist das gleiche Stadion, in dem wir auch spielen. Aber jetzt erstmal aufgepasst. Lemmer kommt für Dresden und Cantero, ja. Da sind sie. Der Tabellenzweite. Graues Haar sieht man besonders bei den Lichtverhältnissen, aber das soll uns jetzt keine grauen Haare machen. Das soll uns jetzt hier anspornen, auch wenn es momentan wirklich sehr, sehr komfortabel aussieht. Wir haben ganze 9 Gegentore in 12 Spielen. Das ist, glaube ich, mit der Bestwert 35 Tore geschossen. Also klar ist das hier eine ganz stark overpowerte Truppe. Ja, aber ich habe ja mich dazu schon geäußert in den letzten Parts. Ich will das jetzt auch nicht immer wiederholen, weil es bringt ja auch nichts. Ist jetzt so, wie es ist. Und es ist tatsächlich, glaube ich, das gleiche Stadion. Oder haben wir 2 Ränge? Ne, wir haben 2 Ränge, glaube ich. Bin ich der Meinung. Das ist genau dasselbe Stadion von Rot-Weiß Essen. Die haben ja auch drin gespielt. Da spielen ungefähr die Hälfte der Drittligamannschaften wahrscheinlich auf Miete. Schauen wir mal. Reyes, um Gottes Willen. Was ist denn das für ein Innenverteidiger? Der ist auf jeden Fall auch für höheres Berufen abgefälscht. Da verletzt sich gleich mal Kraulich, weil der so umgeworfen wurde von diesem Hammer von Reyes. Aber gut, dass ich das weiß, ey. Das ist ja krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Der Innenverteidiger, zack, aus 50 Metern einmal gegen die Latte. Warum denn nicht? Huerta, nächste Chance. Das war schon heftig. Also wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber damit nicht. Aber das zeigt auch, dass selbst Innenverteidiger aus der zweiten Reihe, dritte Reihe draufschießen können und eventuell dann treffen. Ja, aber Dresden, die machen auch Abseitsfalle. Die stehen vergleichsweise hoch. Also die stellen sich nicht nur hinten rein. Das finde ich schon mal gut. Wollen auch vorne mitspielen, aber wir müssen sie nur ins Laufen bekommen. Dann ergeben sich irgendwann die Lücken. Zum Beispiel jetzt Piazza läuft sich frei. Schöner Ball. Huerta hat jetzt nochmal quer gespielt auf Quinones. Oder Huerta macht es einfach alleine. Bisschen Kuddelmuddel, bisschen Glück mit dabei. Aber egal. Führung, 23. Minute. Sowas klappt dann halt auch, ne? In so einer Saison, wo bislang auch ja alles wie von der Hand läuft oder mit links geht. Hier der Rebound auf Huerta aus dem Winkel. Ja, das darfst du eigentlich erwarten von einem Profi, dass er den zumindest noch aufs Tor irgendwie bekommt. Aber gut, wie es zustande gekommen ist, war aber gut und schnell gespielt. Ja, der direkte Ball auf Piazza, der direkt dann weitergeleitet auf Huerta. Und darauf kommt es ja auch an, auf den Spielzug. Und wenn der dann am Ende noch in einem Tor endet und mündet, dann haben wir doch das Ziel erreicht. Mit dem Spielzug. Jetzt ist halt die Frage, wie reagiert Dresden? Natürlich müssen die jetzt auch ein bisschen mehr machen. Natürlich werden die auch nochmal zu der einen oder anderen Chance kommen, aber wir haben eine überragende Doppel-6 mit Gustafsson und nach wie vor mit Fröde. Aber Dresden kommt, aufgepasst. Nur stellen, bloß nicht im Strafraum faulen. Da können sie gerne spielen. Huerta ist dazwischen und jetzt geht's wieder nach vorne. Quinones, der müsste eigentlich auch jedem davonlaufen. Huerta unten. Jetzt muss ich nur im richtigen Moment. Ach, apropos richtiger Moment. 10 Sekunden zu spät, ey. 3 Meter abseits. Und dann ist ja auch die Hinrunde fast schon vorbei. Dann haben wir vielleicht noch ein paar Spiele, die wir simulieren können. Bis zur Winterpause. Und dann im Prinzip, genau. Dürfte die Saison dann auch bald zu Ende sein. Dann beginnt bald EAFC 25. Da muss dann aber noch der zweite Teil des Votings stattfinden.
Ich weiß nicht, ob ich das schon veröffentlicht habe. Ihr müsst mal gucken im Community-Tab oder ob ich das noch machen muss. Ich glaube, ich muss das noch machen. Ich habe das noch nicht gemacht. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer da unsere erste Mannschaft sein wird, mit der wir hoffentlich viel Erfolg haben werden, vielleicht aufsteigen müssen, Meister werden, keine Ahnung, je nachdem, wen wir da bekommen. Quinones schon wieder, das gibt es nicht. So leichte und einfache Spielzüge wie im Training und dann werden die halt nicht zu Ende gespielt. Weil wir zu lange brauchen, um die Bälle zu spielen und weil die KI, also unsere KI-Spieler einfach wie blind nach vorne ins Abseits laufen, anstatt sie einfach nochmal 2-3 Sekunden warten. So, Achtung, Dresden kommt, Reyes ist da. Ja, schießt nochmal einen Gegenspieler an auf den Boden, natürlich. Das gehört dann auch mit dazu. Ab und zu hat der Gegner auch mal Glück. Und Malagon darf auch mal zeigen, warum er hier Geld verdient. Nächste Chance jetzt aber im richtigen Moment. Und jetzt ist der Ball zu kurz. Jetzt, wo der Ball und der Pass in den Lauf richtig gut gewesen wäre, stimmt der Pass einfach nicht. Achtung, Reyes. Oh nein. 11 Meter. Aber auch wieder ohne Not. Oh, Israel Reyes. Den Namen sollte man sich merken. Auch wieder total unnötig. Hier, klar, ich meine, das ist ein Ausfallschritt und er fällt auch, aber auch erst 2 Meter zu spät. 2 Meter zu spät fällt er erst. Das sieht aus wie eine Schwalbe. Er hätte auch noch weitergehen können. Naja, 45. Jetzt gibt es hier die Chance für Arslan auf den Ausgleich. Oh, ist das frech. In die Mitte gelupft. Der Panenka. Ja, raste ruhig aus, ey. Das war ein unnötiges Gegentor. Die Eier muss er erstmal haben, ey. Der hat eine 74 bei 11 Meter. Okay, aber den so in die Mitte zu lupfen, mein lieber Freund. Das machst du auch nur, wenn du Tabellenzweiter bist. Vielleicht sein erstes Tor. Ahmed Arslan. Ne, 6. Tor schon. Aha. Dürfte so unter den ersten 3, unter den ersten 5 der Top-Torjäger sein, wahrscheinlich der 3. Liga. Okay, haben wir ein kleineres Brett zu bohren. Wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. Dresden hatte vorher 1, 2 kleine Gelegenheiten und dann der Elfmeter. Wie gesagt, ich bleib dabei. Wenn er fällt, dann soll er sofort fallen beim Kontakt und nicht erst noch 1, 2 Meter weiterlaufen. Sieht dann immer ein bisschen doof aus. Also es ist ein ausgeglichenes Spiel. Ja, Dresden spielt, wie halt ein Tabellenzweiter spielt. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, das Spiel, das kann uns auch ganz schnell verloren gehen, warum es da jetzt Freischuss gibt, weiß auch nur der Schiri. Und bei Reyes müssen wir aufpassen, der hat schon gelb, den würde ich jetzt ungern verlieren. Dem traue ich nochmal eine Wuchtbrumme aus 20, 25 Metern zu, Achtung. Nächste Chance, Angulo ist dazwischen. Die Dresdner haben jetzt Blut geleckt, ich schleiche mich schon mal ein bisschen weg mit Antuna aus bekannten Gründen, wenn jetzt irgendeiner rankommt, so Antuna und jetzt Kopp. Legt den 6. Gang ein, Hermann kommt da hinterher. Das kann ja nicht sein, dass der so schnell ist, ey. Oder Antuna hat einfach einen schlechten Wert bei Antritt. Das kann natürlich auch sein. Normalerweise hätte er den weglaufen müssen. So, nächste Chance. Quinones ist wieder im Abseits. Jetzt sind hier 3 Mann auf der gleichen Seite. Da muss jetzt mal irgendwas klappen. Huerta gegen Elas. Ja, Flanke in die Mitte kannst du auch nicht machen. Da steht auch wieder... alles voll, gelb-schwarzer Spieler. Vielleicht noch mit einer Einzelaktion und wieder Abseits Quinones. Ey, da kann ich den auch noch... Oh, Tor! Ha! 2-1 Führung. Ist wieder zum 3. Mal. Der Ball kommt wieder zu spät. Das ist wieder ganz klar Abseits. Da stimmt das Timing noch nicht so ganz, meine Freunde. Ja, aber auch hier, glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, so Mitte der 2. Halbzeit, wenn dann die Kräfte vielleicht nachlassen, wenn sich dann hier hoffentlich die Qualität wieder durchsetzt, werden wir das irgendwie schaffen, noch hier das 2-1 zu machen. Muss nur wieder die richtige Lücke finden, so wie vor der Führung. Die ist vielleicht jetzt hier, oh, Diekmar überragend. Und jetzt, komm, bekannt für seine gefährlichen Flanken. Meistens durch den Strafraum und dann auf der anderen Seite wieder raus. Hat er hier auch gerade nochmal gut bestätigt. Da zum Beispiel, da müssen 2, 3 Mann mal drauf pressen. Genau, oder so ein Fehlpass einfach. Oh, provozieren. Da ist der Ball dann auch leider zu schnell wieder weg. Oder bei diesen Drehungen, das ist halt jetzt wieder dieses typische. Diese typischen EAFC-Abläufe hier. Nächster Fehlpass, Piazza. Aber es kommt doch keiner mit nach vorne. Ich habe die eigentlich viel, viel offensiver eingestellt.
Was machen die denn da so? Das müsste entweder abseits sein oder Reyes hat den und Malagon, ja. Tja, schwierig. Also es ist gerade so eine zerfahrene zweite Halbzeit. Niemand will was riskieren, obwohl ja Dresden eigentlich ein bisschen mehr machen müsste. Im Kampf um den Aufstieg. Wir haben ja ein paar Punkte Vorsprung, das ist ja das Gute dran. Aber auch wir werden nicht jedes Spiel gewinnen, da bleibe ich dabei. Wir werden auch mal einen Gegner haben, der dann halt an dem Tag mal ein bisschen besser ist, mehr Spielglück hat. Und das wird vielleicht heute Dresden sein. Je nachdem, dazu haben wir aber noch zu viel Zeit. Fast 20 Minuten. So, nächste Chance Huerta, wenn er durchläuft. Kriegt er den, aber so nicht. Jetzt wird es vielleicht mal Zeit für einen Wechsel. Vielleicht auf das gute alte Personal zurückzugreifen. Janda können wir reinbringen. Zenga mal für Fröde. Dann können wir Quinones. Oh, keiner auf Mittelstürmer. Mittelstürmer. Also hängende Spitze. Dafür kommt Ginczek mal vorne rein. Ja, und den Rest würde ich lassen. Wie gesagt, für Rechtsverteidiger und für das zentrale defensive Mittelfeld habe ich leider noch keinen besseren freien Spieler gefunden. Aber ich glaube, ich belasse es jetzt auch mal dabei. Ich habe ja gesagt, die freien Spieler, das muss jetzt mal ein Ende haben. Vielleicht verkaufe ich auch schon ein, zwei im Winter. Holen mir dafür ein paar gestandenere Drittligaspieler. Realismus und so. Aber auch das habe ich ja schon in der ersten Halbzeit gesagt. Das Thema will ich jetzt nicht immer wieder neu aufmachen. Ich habe mich dazu mal geäußert. Im letzten Part, glaube ich, gegen Aue. Von daher ist das für mich jetzt hier erledigt. Und wir blicken nach vorne und wir verfolgen das Ziel natürlich, ungeschlagen zu bleiben. Über 100 Tore vielleicht zu schießen, je nachdem. Und natürlich der Aufstieg dann am Ende. Aber die ungeschlagen Serie könnte heute schon vorbei sein, wenn Dresden jetzt noch irgendwie ein Tor macht. Was ich so im Gefühl habe, so wie die sich hier durchbaggen. Aber in dem Fall jetzt hier der Abstoß. Eine Viertelstunde noch. Wo ist noch die entscheidende Lücke? Gibt es überhaupt noch die eine entscheidende Lücke? Da haben sie jetzt mal ein bisschen Platz gelassen. Aber dann der Fehlpass. Glück gehabt, Reyes, der muss mal mit nach vorne. Der spielt irgendwie dann anscheinend zu defensiv bei seinen Qualitäten. Ginczek vorne, schöner Wandspieler. Alter Vater, das ist halt dritte Liga. Schön die Sense ausgepackt, schön beim Regen. Mehr kannst du gar nicht machen. Die verschieben Dresden, das ist Wahnsinn. Die sind hier immer direkt auf den Füßen. Aber irgendwo muss es doch mal die Lücke geben. Jetzt vielleicht unten Diekmeyer, wenn er mitläuft. Und jetzt Ginczek, da ist er doch. Oh, eine super Flanke, Ginczek. Schade, auf die Situation habe ich gewartet. Ginczek in der Mitte, das ist halt vielleicht auch eine Variante von Anfang an. Ginczek vorne drin. Dann vielleicht so bis zur 55., 60. und dann nochmal Piazza reinzubringen zum Beispiel. Dann hätten wir vorne wirklich einen Wandspieler, den du auch mal anflanken kannst, der nicht gleich jedes Kopfballduell verliert. So, 5 Minuten noch. Wem gelingt hier noch überhaupt irgendwas? Jetzt vielleicht Ginczek auf Antuna. Überragender Ball. Spitzer Winkel. Antuna. Hat nicht viel gefehlt. Stefan Kutschke für Alejandro Cantero. Aber schade, der Ball von Antuna. Richtig guter Ball von Ginczek und dann wahrscheinlich zu genau. Mit der Seite in den Winkel wäre natürlich traumhaft gewesen zu dem Zeitpunkt des Spiels. Aber was willst du machen? Der Ball muss ins Tor. Egal wie. So, wird wahrscheinlich jetzt hier die letzte Chance auch für Dresden sein. 90. Gibt 2 Minuten obendrauf. Achtung, da ist er nochmal. Puerto. Eingewechselt. Zimmerschmied. Origineller Beruf, origineller Name. Oh, Achtung, aufgepasst, da kommen wir nicht hin. Und dann wäre es fast noch schief gegangen in letzter Sekunde. Aber okay, eine 1-1. Mit dem wir auf jeden Fall besser leben können und mehr leben können als Dresden. Wir bleiben ja nach wie vor weiter oben. Also ist ja hier nichts Großartiges passiert. Vielleicht kommen die anderen Mannschaften noch mal ran. Aber zwischendurch so ein Unentschieden, glaube ich, das tut der Liga und uns, glaube ich, auch mal sehr gut. Ich gucke mir gerade ganz grob drüber. Also Aue hat gewonnen. Die stehen ja auch oben mit dabei gegen Freiburgs Zweite. Das heißt, die haben theoretisch von dem Unentschieden profitiert. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Wir bleiben weiterhin ohne Niederlage. Saarbrücken bleibt weiterhin oben. Dresden, Viktoria Köln. Also da sind schon ja, viele Teams dabei mit wenigen Punkten Abstand. Ingolstadt ist jetzt der nächste Gegner. Ich glaube, wollte ich das auch noch spielen oder simulieren? Ich bin mir überlegen, ob ich vielleicht dann noch so 1, 2 Spiele mit simuliere dann im nächsten Part. Dass wir hier wirklich zeitig
auch durch die Liga kommt. 13 Spiele haben wir ja schon. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Spiele in der Hinrunde. Und dann ist diese dann auch schon vorbei. Vielleicht mache ich das sogar im nächsten Part. Vielleicht wird der Part dann ein bisschen länger. Wir gucken gerade mal gemeinsam auf die Spiele und dann schauen wir nochmal kurz ein bisschen genauer auf die Tabelle. Die habe ich jetzt einfach nur so überflogen. Weil ich nicht weiß, wohin mit mir. So, wo ist denn jetzt hier der Kalender? Mein Gott. Ich spiele das Spiel schon ein Jahr lang, weiß immer noch nicht, wo der scheiß Kalender ist. So, also, jetzt haben wir noch Ingolstadt, wir haben Mannheim, Bielefeld. Ja, wäre eigentlich auch nochmal ein Spiel, das man spielen könnte. Dann Halle und Ulm. Vielleicht spiele ich auch einfach 2 Spiele und simuliere den Rest. Dann haben wir doch hier Winterpause. Und Münster ist dann das letzte Spiel der Hinrunde. Boah, aber das sind jetzt 2, 4, 5, 6 Spiele. Nee, das ist zu viel. Also da mache ich Folgendes. Ich mache Ingolstadt nochmal als Live-Spiel, also so wie die letzten Spiele auch. Dann werde ich gegen Mannheim simulieren, Bielefeld spielen. Die beiden simulieren dann noch im nächsten Part zusätzlich. Und Münster, das könnte ich auch nochmal spielen, so als Hinrundenabschluss. Und dann geht's ja los. Dann könnte ich die 3 Spiele simulieren und vielleicht gegen 60 spielen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So spontan. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Blitztabelle. Also sieht nach Aufstieg aus. Wir haben 9 Punkte Vorsprung auf Aue, 11 Punkte auf Dresden. Also da müsste schon sehr viel schief gehen. Die Saison ist zwar noch lang, wir können uns immer noch ein paar Niederlagen hier einheimsen und das ist ganz schnell mal aufgeholt. Aber ich glaube nicht. Je nachdem, mal gucken, was mit dem Kader passiert. Ich lasse mir da nochmal so ein paar Optionen offen. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Also ich hoffe trotzdem, ihr habt weiterhin Spaß. Die Zeit bis EAFC 25 ist auch nicht mehr so lange. Schaut mal in dem Community-Tab vorbei, ob ich da schon den zweiten Teil rausgebracht habe des Votings. Stimmt da gegebenenfalls nochmal ab und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part gegen Ingolstadt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao.